Hallo, herzlich willkommen bei der Schweizerischen Botschaft. Was Sie sehen, ist der Haupteingang des Gebäudes, der Neubau der Schweizerischen Botschaft. Hier befinden sich die Büros der Kanzlei, wo Pässe, Visa, andere Papiere ausgestellt werden, aber auch Büros von verschiedenen Mitarbeitern in der Politik- oder Wirtschaftsabteilung beispielsweise. Das Gebäude der Schweizerischen Botschaft ist auch architektonisch sehr interessant, nicht nur aufgrund seiner Lage. Wie Sie hier sehen können in der Aufnahme, verbinden sich Neu und Alt, der Altbau von 1871 und der neu erbaute Annex von 2001 zu einem Gesamtwerk. Bei der Verknüpfung der beiden Gebäude, also zwischen Alt und Neu, wurde darauf geachtet, auch einen runden Abschluss zu finden. Das wurde erreicht, indem die Brandmauer, die Außenwand des Altbaus vom Künstler Helmut Federle gestaltet wurde. Und wenn Sie genau hinschauen, dann können Sie seine Initialen in der Brandmauer erkennen. Wir betreten jetzt den Altbau des Gebäudes durch die ehemalige Kutscheneinfahrt. Wie der Name schon sagte, als das hier noch eine Stadtvilla war und große Feiern gefeiert wurden, konnten die Gäste der Grund her hier auch durch die Kutscheneinfahrt hineinkommen. Heute fahren natürlich keine Kutschen mehr durch die Kutscheneinfahrt, aber wie Sie sehen können, unser Botschafter Seeger, ist ein passionierter Fahrradfahrer und hier ist ein ganz besonderes Gefährt. Wir stehen hier im Garten der Botschaft und hier sehen Sie ganz besonders schön die Verbindung zwischen dem Altbau und dem Neubau. Im Altbau befindet sich die Residenz des Botschafters. Hier befinden sich auch die offiziellen Empfangsräume für Anlässe, Einladungen von wichtigen deutschen und auch Schweizer Gästen. Und auch hier im Garten werden bei offiziellen Anlässen Gäste empfangen. Die Innenräume der Residenz und der Empfangsräume betreten wir heute nicht, aber Sie kriegen, um es neudeutsch zu sagen, eine Sneak Preview. Sie können diese Räumlichkeiten nämlich auch auf unserer virtuellen Tour des Botschaftsgebäudes besuchen. Den Link dazu finden Sie auf unserer Website. Wie Sie vielleicht wissen, befindet sich unsere Botschaft in besonders exklusiver Lage zwischen dem Bundestag, Kanzleramt, dem Alex im Hintergrund und dem Hauptbahnhof. Und wenn es Sie in die Schweiz zieht, dann können Sie vom Hauptbahnhof auch direkt einen Zug nach Basel nehmen. Wir fahren jetzt mit dem ältesten noch funktionierenden Aufzug der Schweizer Firma Schindler, der 1912 eingebaut wurde, nach oben. Willkommen auf der Dachterrasse der Schweizerischen Botschaft. Das ist ein ganz exklusiver Besuch. Wir lassen hier nicht sehr viele Gäste hinauf. Ich habe ja schon ein bisschen was gesagt zur Geschichte des Gebäudes. Der Altbau ist 1871 fertiggestellt worden. Der erste Besitzer war Professor Frerich, später geadelt worden, also Professor von Frerich. Dieser war Professor an der Charité und auch die Charité kann man von hier aus noch sehen. Professor von Frerich hat in diesem Gebäude auch seine Praxis gehabt. Einer seiner Patienten zu einem Kurzbesuch war sogar der Schriftsteller Dostojewski. Nach seinem Tod hat seine Witwe das Gebäude verkauft und der nächste Besitzer hat dieses dann 1919, genauer gesagt im Herbst 1919, an die Schweizerische Eidgenossenschaft verkauft. Das bedeutet, dass dieses Gebäude seit über 100 Jahren der Schweiz gehört. Dieses Gebäude hat, wie Sie sich sicher vorstellen können, einiges erlebt, unter anderem eben auch das Naziregime und den Zweiten Weltkrieg. Noch unter den Nazis war geplant, dass hier einer der Hauptsitze, einer der Hauptgebäude von Germania entsteht. Der Kuppelbau, den Albert Speer vorgesehen hatte, sollte hier stehen. Und aus diesem Grund zogen zahlreiche Villenbesitzer, aber auch Vertretungen in den Tiergarten. Auch der Schweiz wurde ein Gebäude im Tiergarten angeboten. Nach einigem Zögern wurde ein Gebäude ausgewählt.
aber die Eidgenossenschaft bestand darauf, dass es von einem Schweizer Innenarchitekten noch überprüft wird. Und genau in diesem Zeitrahmen wurde das neue Gebäude 1943 im Bombengewitter über Berlin zerstört. Aus diesem Grund blieb die Schweizer Eidgenossenschaft in diesem Gebäude. Auch dieses Gebäude wurde mitunter getroffen, aber da immer Mitarbeiter hier drin waren, wurden kleinere Feuer auch gleich gelöscht. Und aus diesem Grund, und das ist eine Besonderheit der Geschichte unseres Gebäudes, hat dieses Gebäude als einziges im ehemaligen Alsenviertel den Zweiten Weltkrieg überstanden. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde dieses Gebäude zunächst als sogenannte Heimschaffungsdelegation genutzt, vor allem um Schweizern dabei zu helfen, in ihre Heimat zurückzukehren, aber auch um Unterstützung für Deutschland aus der Schweiz zu koordinieren. Das Gebäude befand sich dann in der britischen Zone, als Berlin eben in Zonen aufgeteilt wurde, aber unmittelbar an der Grenze zur Sowjetzone. Mit dem Bau der Mauer befand sich dieses Gebäude praktisch im Niemandsland. Hier auf diesem Gelände befand sich noch die Ruine des Reichstages, ansonsten nur dieser einzelne einsame Bau. Das Gebäude wurde aber durchgehend genutzt, zunächst inoffiziell und dann offiziell als Generalkonsulat für West-Berlin. Der Altbau wurde ja, wie erläutert, nach dem Zweiten Weltkrieg nach und nach als Generalkonsulat für West-Berlin benutzt. Die eigentliche schweizerische Botschaft befand sich dann zunächst in Köln und dann in Bonn. Mit dem Fall der Mauer änderte sich die Geschichte dieses Gebäudes und als der Deutsche Bundestag am 20. Juni 1991 beschloss, Berlin solle wieder Regierungs- und Parlamentssitz sein, wurde das Generalkonsulat 92 in eine Außenstelle der Botschaft umgewandelt, um den Umzug der Botschaft nach Berlin vorzubereiten. Der Bundesrat schrieb einen Wettbewerb aus und das Architekturbüro aus Basel, Diener und Diener, ging als Sieger dieses Wettbewerbs hervor. Der Neubau, der Annex, der also alt und neu verbindet, wurde zwischen 1999 und 2001 erbaut und 2001 offiziell eröffnet. Zum Neubau und auch zur Architektur dieses Gebäudes gibt es einige interessante Details. So beispielsweise Kunst am Bau. Es gibt eine Blattmaschine von Pippi Lotterist, die alle 12 Minuten ein Blatt mit einem kleinen Spruch herunterlässt. Und diese Blätter können sich dann verteilen bzw. können von Passanten mitgenommen werden. Mehr zu diesem Bau, zu den architektonischen Besonderheiten, zum Beispiel zur Tatsache, dass die Betonplatten für den Neubau in einem einzigen Guss gegossen wurden, können Sie auch in unserer virtuellen Tour erfahren, die ich Ihnen hiermit noch einmal ans Herz legen möchte.